Schauen wir nach München, denn dort im Kriminalitätshotspot Alter Botanischer Garten, da ist nun ein Mann von mehreren Personen brutal verprügelt worden. Das Opfer ist ein 57 Jahre alter Münchner. Er starb im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Der Münchner soll von einer Gruppe mehrerer Männer angegriffen worden sein. Noch ist unklar, wie viele Personen beteiligt waren. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht jetzt auch mit einem Fahndungsfoto nach dem Hauptbeteiligten. Die Attacke war von kürzlich installierten Kameras aufgezeichnet worden. Und damit schauen wir in die bayerische Landeshauptstadt an diesem Donnerstagmorgen zu Sebastian Kramer. Guten Morgen, Sebastian. Ja, welche neuen Entwicklungen gibt es denn in dem Fall? Der Haupttatverdächtige, das konnte mir die Polizei gerade noch einmal bestätigen, er ist nach wie vor auf der Flucht. Die Polizei, sie fahndet nach ihm auch mit einem öffentlichen Foto, das eben durch diese Überwachungskameras aufgezeichnet wurde. Wie genau nach ihm gefahndet wird, das ist aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt. Diese brutale Tat, jetzt ist der alte Botanische Garten, Entschuldigung, ist noch ruhig, aber diese brutale Tat, sie hängt noch in den Köpfen der Menschen. Am Mittwochvormittag gegen 10:30 finden Passanten eine regungslose Person hier hinter mir im alten Botanischen Garten, alarmieren sofort die Rettungskräfte, die sie versuchen unter laufenden Reanimationsmitteln den Mann noch ins Krankenhaus zu bringen. Dort erliegt er aber seinen Verletzungen, verstirbt aufgrund von stumpfer Gewalteinwirkung, vor allem gegen den Kopf. Er wurde also tot geprügelt und das wohl von mehreren Männern. 2 Mittäter konnten gestern schon hier festgenommen werden, sitzen in Untersuchungshaft. Der Haupttäter aber, wie gesagt, nach wie vor auf der Flucht. Sebastian, aber was unternimmt man denn nun, um dort an diesem Kriminalitätsschwerpunkt für mehr Sicherheit zu sorgen? Dieser alte Botanische Garten, er wurde in den letzten Jahren immer mehr zum Drogen-Hotspot, zum Hotspot der Kriminalität, zum Brennpunkt in München. Der Oberbürgermeister Dieter Reiter hat im Frühling diesen Jahres eine Taskforce gegründet, hat gesagt, es ist der Schandfleck aus München. Man muss sich das vorstellen, wir sind hier wirklich im Zentrum der Landeshauptstadt von Bayern, unweit des Hauptbahnhofs, dem Tor zu München. Man hat diese Überwachungskameras eben installiert, die hier diese Bilder aufnehmen. Dieses Foto vom Tatverdächtigen stammt eben aus diesen Überwachungskameras. Man hat die Büsche zurückgeschnitten, um ein bisschen mehr Lichtverhältnisse zu schaffen. Und man wollte diesen Platz wiederbeleben. Man hat Tischtennisplatten installiert, einen alkoholfreien Biergarten, um Aufenthaltsqualität zu schaffen. Aber es scheint, als bringen diese Maßnahmen alles nichts. Und besonders prekär ist die Situation, wenn man mal auf die andere Straßenseite schaut. Denn genau hinter mir ist der Bayerische Justizpalast. Also diese schreckliche Tat gestern hier im alten Botanischen Garten fand quasi im Vorgarten des bayerischen Justizministers statt. Sebastian, danke dir für all diese aktuellen Informationen.